Diese eine Entscheidung prägt dein Gartenjahr. Was wäre, wenn ich dir sage, dass die anstrengendste Arbeit im Frühlingsgarten nicht nur komplett unnötig, sondern sogar schädlich ist? Was, wenn der schweißtreibende Akt, der für so viele den Start der Gartensaison bedeutet, in Wahrheit der größte, oft unterschätzter Fehler für deine zukünftige Ernte ist? Vergiss lange Checklisten, vergiss das Gefühl, im Frühling einem endlosen Plan hinterherzujagen. Der Erfolg deines gesamten Gartenjahres, die Fülle deiner Ernte und die Pracht deiner Blüten hängen von einer einzigen Entscheidung ab. Einer Entscheidung, die du genau jetzt triffst. Und das Paradoxe daran ist, es geht nicht darum, was du tust. Es geht darum, was du ganz bewusst nicht tust. Denn heute lüften wir das bestgehütete Geheimnis erfahrener Gärtner. Das alte Problem. Der Frühling. Die Sonne bekommt wieder Kraft, die Vögel zwitschern und in uns erwacht dieser urtümliche Drang, rauszugehen und die Hände in die Erde zu stecken. Und was steht auf fast jeder Gartencheckliste ganz oben? Richtig, umgraben. Der Spaten wird aus dem Schuppen geholt, die Stiefel geschnürt und wir starten mit einem Akt, der uns das Gefühl von Kontrolle, Ordnung und einem sauberen Neustart gibt. Wir wenden die Erde, Scholle für Scholle. Wir denken, wir lockern den Boden, bereiten ihn auf die neuen Samen vor und verbannen das Unkraut vom letzten Jahr ein für allemal in die Tiefe. Es fühlt sich produktiv an, es sieht ordentlich aus, aber es ist ein gewaltiges Missverständnis. Stell dir mal vor, der Boden unter deinen Füßen ist kein totes Substrat, sondern eine pulsierende, lebendige Metropole. In nur einem Liter gesundem Gartenboden können bis zu 10 Milliarden Lebewesen wohnen. Das sind mehr Organismen als Menschen auf unserem Planeten. Das ist eine unsichtbare Welt voller Bakterien, Pilze, Algen, Einzeller, winziger Insekten und natürlich der Superstars des Bodens, der Regenwürmer. Jeder einzelne dieser Bewohner hat seinen Platz und seine Aufgabe in einer ganz bestimmten Schicht, in einer bestimmten Tiefe, unter ganz speziellen Bedingungen. Und was tun wir mit unserem Spaten? Wir bringen dieses fein abgestimmte System aus dem Gleichgewicht. Es kommt zu massiver Störung. Wir reißen die Bewohner der oberen sauerstoffreichen Schichten in die sauerstoffarme Tiefe, wo sie ersticken. Und wir katapultieren die Spezialisten aus der Tiefe, die kein UV-Licht vertragen, an die Oberfläche, wo sie nicht überleben. Das Umgraben ist, als würde man das Zuhause von Milliarden unsichtbarer Helfer nehmen, es einmal kräftig durchschütteln und auf den Kopf stellen. Das Ergebnis? Ein kurzfristig ordentlich aussehendes Beet, aber langfristig ein geschocktes, traumatisiertes Ökosystem. Die natürlichen Prozesse, die Nährstoffe für deine Pflanzen verfügbar machen, brechen zusammen. Die feinen Gänge der Regenwürmer, die den Boden belüften und bei Starkregen als Drainage dienen, sind zerstört. Und das Schlimmste: Unkrautsamen, die tief im Boden geschlummert haben, werden durch das Wenden ans Licht geholt, wo sie perfekte Bedingungen vorfinden und nur darauf warten, dir den Rest der Saison das Leben zur Hölle zu machen. Der schmerzende Rücken, die Anstrengung, all das für ein Ergebnis, das unserem Garten mehr schadet als nützt. Die Enthüllung, die eine Entscheidung. Du entscheidest dich ganz bewusst und aktiv dagegen, deinen Garten umzugraben. Die wichtigste und positivste Tat für deinen Garten im Frühling ist eine Nichttat. Es ist der bewusste Verzicht auf den Spaten. Diese Entscheidung ist kein Zeichen von Faulheit, sondern von echtem Verständnis und gärtnerischer Intelligenz. Es ist die Entscheidung, nicht gegen die Natur zu arbeiten, sondern mit ihr. Denn was passiert, wenn wir den Boden einfach in Ruhe lassen? Wir erlauben dem komplexen, unsichtbaren Netzwerk unter der Oberfläche, seine Arbeit zu tun. Dieses Netzwerk, das Bodenleben, ist die wahre Grundlage für die Fruchtbarkeit deines Gartens. Es ist eine Armee von unbezahlten Mitarbeitern, die unermüdlich für dich schuften, wenn du sie nur lässt. Schauen wir uns das mal genauer an. Da sind zum einen die Regenwürmer. Diese unschätzbaren Grabmeister sind die wahren Champions der Bodenlockerung. Ihre vertikalen Gänge sind perfekte Drainagerohre bei Starkregen und Belüftungsschächte in trockenen Zeiten. Ihr Kot ist eine wahre Nährstoffbombe, vollgepackt mit Mineralien, die für Pflanzen sofort verfügbar sind. Dann gibt es die Mykorrhiza-Pilze, das Internet des Bodens.
Diese Pilze gehen eine geniale Partnerschaft mit den Pflanzenwurzeln ein. Sie bilden ein gigantisches unterirdisches Geflecht aus feinsten Fäden und vergrößern so die Reichweite der Pflanzenwurzeln um das 100- oder sogar 1000-fache. Sie liefern der Pflanze Wasser und schwer erreichbare Nährstoffe wie Phosphor und bekommen im Gegenzug Zucker, den die Pflanze durch Photosynthese herstellt. Umgraben zerreißt dieses lebenswichtige Netzwerk und schneidet die Pflanzen von ihrer wichtigsten Versorgungsleitung ab. Und schließlich die unzähligen Bakterien und Mikroben. Sie sind die Recycling-Spezialisten. Sie zersetzen organisches Material, altes Laub, Kompost und verwandeln es in Humus. Humus ist das schwarze Gold des Gärtners. Er speichert Wasser wie ein Schwamm, hält Nährstoffe fest und sorgt für diese wunderbar lockere, krümelige Bodenstruktur, die wir uns alle wünschen. Die Entscheidung gegen das Umgraben ist also eine Entscheidung für all diese Helfer. Es ist der Paradigmenwechsel von „Ich muss meinen Boden bearbeiten“ hin zu „Ich muss mein Bodenleben füttern“. Wir hören auf, die Pflanzen direkt zu düngen und fangen an, das Ökosystem zu versorgen, das wiederum die Pflanzen ernährt. Das ist der Schlüssel zu einem widerstandsfähigen, gesunden und langfristig fruchtbaren Garten, der mit jedem Jahr besser wird. Die Lösung in der Praxis. Okay, höre ich dich sagen, nicht umgraben. Verstanden. Aber was mache ich stattdessen? Wie lege ich ein neues Beet an, wenn der Spaten im Schuppen bleibt? Die Antwort ist so einfach wie genial. Flächenkompostierung oder wie es international heißt, die No-Dig-Methode. Anstatt in die Tiefe zu gehen, bauen wir nach oben. Wir ahmen den Wald nach, wo niemand umgräbt und trotzdem alles wächst. Dort fallen jedes Jahr Blätter und Nadeln, bilden eine Schutzschicht und werden langsam von unten zu neuem, fruchtbarem Boden zersetzt. Genau dieses Prinzip holen wir uns in den Garten. Hier ist eine kinderleichte Anleitung, wie du ein brandneues Beet anlegst, ohne den Spaten auch nur anzusehen. Zuerst der Standort und die Pappe. Wähl einen Platz für dein neues Beet. Das kann direkt auf dem Rasen sein oder auf einer verunkrauteten Fläche. Du musst nichts entfernen. Nimm einfach unbedruckte Pappe. Alte Umzugskartons sind perfekt, aber bitte entferne alles Plastikklebeband. Leg die Pappe direkt auf den Rasen oder das Unkraut. Lass die Stücke großzügig überlappen, damit kein Licht mehr durchkommt. Die Pappe erstickt das Unkraut, ist gleichzeitig ein Festmahl für Regenwürmer und zersetzt sich innerhalb einer Saison komplett. Danach die Nährstoffschicht. Jetzt kommt der wichtigste Teil, der Kompost. Sei nicht knauserig und bring eine großzügige Schicht von mindestens 10, besser 15 bis 20 Zentimetern auf die Pappe auf. Das ist dein neues Beet, in das du pflanzen wirst. Der Kompost liefert Nährstoffe, speichert Wasser und gibt deinen Jungpflanzen einen perfekten Start. Zum Schluss. Und jetzt. Pflanzen. Das war's. Dein Beet ist fertig. Kein Warten, kein Setzen lassen. Du kannst sofort loslegen. Bei größeren Pflanzen wie Kohl oder Tomaten gräbst du einfach ein kleines Loch in den Kompost und setzt sie rein. Für Saatgut wie Radieschen oder Karotten ziehst du kleine Rillen, säst die Samen aus und bedeckst sie leicht. Die Wurzeln wachsen mühelos durch den feuchten Kompost und die sich zersetzende Pappe in den Boden darunter, der von den angelockten Regenwürmern schon wunderbar gelockert wird. Bei bestehenden Beeten ist es sogar noch einfacher. Jedes Frühjahr, anstatt umzugraben, verteilst du einfach eine neue 3 bis 5 Zentimeter dicke Schicht Kompost auf der Oberfläche. Das ist deine gesamte Bodenvorbereitung. Du fütterst das Bodenleben von oben, unterdrückst keimendes Unkraut und reicherst den Boden ständig mit Nährstoffen an. Der Beweis: vom Boden zur Ernte. Was passiert also, wenn du diese eine Entscheidung triffst? Die Ergebnisse sind nicht nur sichtbar, sie sind spürbar. Erstens, deutlich weniger Unkraut. Die Mulchschicht aus Kompost blockiert das Licht, das die meisten Unkrautsamen zum Keimen brauchen. Die wenigen, die es doch schaffen, wurzeln nur in der lockeren Kompostschicht und lassen sich super leicht herausziehen. Du sparst dir Stunden, ja Tage an mühsamer Jätarbeit. Zweitens, spürbar weniger Gießaufwand. Die organische Schicht wirkt wie ein Schwamm. Sie saugt Regenwasser auf und schützt den Boden vor der austrocknenden Sonne und dem Wind. Das bedeutet,
Du musst viel seltener gießen und dein Garten wird widerstandsfähiger gegen Trockenperioden. Drittens. Gesündere, kräftigere Pflanzen. In einem No-Dig-Beet bekommen deine Pflanzen nicht nur einmal im Jahr eine Ladung Dünger, sondern werden kontinuierlich versorgt. Das Bodenleben zersetzt die Mulch schichtlangsam und gibt genau die Nährstoffe frei, die die Pflanzen gerade brauchen, wie eine kontinuierliche, bedarfsgerechte Versorgung. Das Ergebnis sind stärkere Pflanzen, eine reichere Blüte und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge. Viertens. Mehr Zeit für dich und weniger Rückenschmerzen. Der vielleicht schönste Vorteil: Du sparst dir die anstrengendste Arbeit im ganzen Gartenjahr. Die Zeit und Energie kannst du für die schönen Dinge nutzen, fürs Beobachten, Säen, Ernten und das pure Genießen deines Gartens. Gärtnern wird von einer Pflicht zur puren Freude. Jahr für Jahr wird dein Boden besser. Mit jeder Schicht Kompost baust du mehr Humus auf. Die Struktur wird krümeliger, die Farbe dunkler, das Leben reicher. Du schaffst ein Erbe der Fruchtbarkeit. Wir haben am Anfang die Frage gestellt, welche eine Entscheidung dein Gartenjahr prägt. Die Antwort ist verblüffend einfach. Es ist die Entscheidung, dem Boden zu vertrauen. Es ist der bewusste Verzicht auf den Spaten, der es einem unsichtbaren Universum unter unseren Füßen erlaubt, seine Magie zu entfalten. Dieser Umstieg ist mehr als nur eine Technik, es ist ein Wandel in der Denkweise. Wir hören auf, Ingenieure zu sein, die den Boden kontrollieren wollen. Stattdessen werden wir zu Hütern eines lebendigen Ökosystems. Wir füttern das Leben im Boden, und das Leben im Boden füttert unsere Pflanzen. Diese Entscheidung ist kein Trend und keine Methode. Sie ist eine Haltung gegenüber dem eigenen Garten. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast und für Garten Lea.